Also ich habe hier zwei verschiedene Tape-Rollen. Also die eine ist eine festere Tape-Rolle, das ist Loco-Tape, und das andere ist Kinesio-Tape, dieses, was man auch kennt, wo Sportler mit dem bunten Tape am Körper rumlaufen. Das habe ich jetzt mitgebracht, weil ich auch in Richtung Sportphysiotherapie gehe und man damit halt echt schon häufig zu tun hat. Ja, ich denke, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Also ich habe halt vorher Sportphysiologie studiert, von daher, also Sport für mich war schon immer ganz wichtig. Und ich habe mir immer gedacht, so Physio, was ich so mitbekommen habe von den Verletzungen von meinen Schwestern oder von anderen Freunden, die es gemacht haben, dass die viel mit Zivilisationskrankheiten zu tun haben, sagen wir mal so. Und dann hatte ich aber irgendwie da wenig Interesse dran und wollte wirklich im Sportbereich bleiben. Und erst später ist es mir dann auch klar geworden, dass man es doch schaffen kann im Sportbereich. Also auch jetzt arbeite ich im Sportbereich und das ist schon ganz cool. Also allgemein hat es viele Ähnlichkeiten mit der Ausbildung an sich, also diese physiotherapeutischen Fächer, dass man halt reingeht in die Basistherapie, also Massage ist auch mit drin, aber das ist wirklich nur ein kleines Teil. Dann hat man auch noch spezifische Krankheitslehre, also all die verschiedenen Krankheiten, die man irgendwie begegnen kann. Und manuelle Therapie, wie man auch die Gelenke mobilisiert, wie man halt wirklich den ganzen Körper auch betrachten kann, dass man jetzt nicht nur, wenn einer mit einer Sprunggelenksverletzung nur unten am Fuß arbeitet, sondern auch im ganzen Körper noch ein bisschen das mitmacht. Aber dann hat man auch noch, da es ein Studiengang ist, auch noch das wissenschaftliche Arbeiten dazu, also halt auch noch, wie man Forschung macht, wie man auch allgemein Kommunikation und Hygiene, das kommt auch noch mit rein in der Sache. Also es ist schon relativ vielfältig und übergreifend in anderen Fächern noch. Ja, also ganz grob, da es ein Studium ist jeder Tag schon ein bisschen anders. Also wir haben halt diese Fächer, die wir mit den Sanitätern und mit den anderen Studiengängen machen. Das sind dann eher theoriebezogene Fächer, dass wir dann halt auch wirklich im Hörsaal da sitzen und das sind dann meistens so 3-4 Stunden ungefähr morgens, dass wir da die Informationen aufnehmen müssen. Und dann haben wir also danach manchmal noch physiotherapiebezogene Fächer oder an anderen Tagen. Und so ein Tag sieht dann eher so aus, dass wir so 6 bis 8 Stunden ungefähr haben. Und das ist dann immer eher so, dass es Theorie und die Praxis ist dann zusammen integriert da drin. Also dass wir halt morgens ein bisschen mehr mit Theorie anfangen und im Laufe des Tages dann eher in die Praxis rübersteigen und einfach das anwenden, was wir auch gerade gelernt haben, was dann natürlich auch ganz cool ist. Also allgemein als Physio kann man ganz gut in Kliniken arbeiten. Die sind ziemlich gut besetzt, aber auch werden gut bezahlt. Also wenn man da reinkommen will, dann muss man schon ein bisschen was zeigen. Aber in den Praxen, da gibt es unendlich viele Stellen. Die haben gerade so eine richtige Not an Physios. Von daher wirst du immer eine Stelle finden. Und die Angebote, die Praxen machen, sind auch gerade echt richtig gut. Also dass sie halt auch Umzugskosten zahlen, dass sie dann Weiterbildung noch zahlen, weil allgemein ist es auch so ein Beruf, wo man wirklich ständig Weiterbildung hat und viele von diesen Kursen sind jetzt nicht unbedingt günstig, von daher ist es schon ganz cool, wenn die Praxen das auch anbieten. Und dadurch, dass wir halt in unserem Studium auch Praktikumseinrichtungen haben, wir haben Kooperationspartner und da haben wir ungefähr 20 verschiedene Kooperationspartner, da gibt es dann schon Verknüpfungen, die man so hat und bei ganz vielen ist das dann halt so, auch, dass sie auch durch diesen Kooperationspartner dann auch Angebote bekommen, dass sie halt auch nach dem Studium auch eine sichere Arbeitsstelle haben. Ja, also Biologie ist natürlich immer vorteilhaft, weil wir viel auf die Physiologie auch das Ganze beziehen. Also wir haben ein sehr großes Physiologiefach und Anatomie kommt auch noch groß in die ganze Sache mit rein. Aber allgemein, wenn man Menschenkenntnisse hat, ich denke, das ist halt das Wichtige von der Person her, dass du halt mit vielen verschiedenen Patienten umgehen kannst, weil man muss auch bedenken, dass die Patienten öfter im Krankenhaus liegen, die haben jetzt etwas Schwieriges hinter sich, denen geht es allgemein nicht so gut, dann sind sie jetzt auch nicht immer die lustigsten, fröhlichsten Leute. Andererseits haben wir auch ganz viele richtig liebe Patienten. Also allgemein, wenn man einfach mit Leuten umgehen kann, ist das schon immer ganz gut und du kannst auch keine große Angst davor haben, andere Leute anzufassen, aber das kommt auch über die 3 Jahre, man entwickelt das auch, dass man auch merkt, ist das ganz okay, dass man den Leuten anfasst, das wollen die auch, dafür sind die bei einem. Aber die Dozenten bringen dann auch wirklich schnell da rein. Also wir haben im allerersten Semester schon mit Massage angefangen, von daher direkt rein in die Sache. Also Jena ist schon so eine typische Studentenstadt, also es besteht aus 25% Studenten sogar, also da sind wirklich viele und man merkt es auch, wenn man unterwegs ist, also sind wirklich alle jung, sind sehr offen, man hat immer irgendwie was zu bequatschen mit allen Leuten und man merkt auch, wenn man länger da ist, man sieht immer Leute, die man kennt. Also es hat schon fast so ein Dorfgefühl dazu, obwohl es 100.000 Leute sind. Und dadurch, dass wir auch noch eine große Uni in Jena haben, da hast du wirklich immer ausreichend an Veranstaltungen, was Studenten angeht.
In Jena haben wir einen ganz großen Universitätssportzentrum da. Die haben inzwischen auch Online-Kurse, die machen auch ganz viel vor Ort. Da gibt es wirklich so eine Vielfalt an Sport, was man auch machen kann. Da habe ich mal Kanu-Polo gemacht, also halt auf dem Kajak Wasserpolo spielen quasi. Und sonst, es gibt auch Fechten, es gibt Judo, es gibt dann die typischen Fußballsachen noch, die Fitnesskurse. Also da hast du wirklich so viel zur Auswahl, dass du nie alles machen werden kannst.